Unsere Kundendaten wurden gestohlen? Das macht nichts, das ist völlig normal heutzutage. Was? Artikel 17 ist rausgekommen. Schalten Sie sofort alle Dienste ab. Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends mit den allerbesten News für euch. Und zwar Telegram, Verschlüsselungsprobleme, Signal, Bugs, sehr witzige Bugs allerdings, Clubhouse, riesiger Datenleak, ungewollte Pornos auf legitimen Webseiten und selbstverständlich dem ganzen Artikel 17 Fiasko und noch viele mehr. Viel Spaß! Und selbstverständlich starten wir durch mit den Hacking-News. Und zwar direkt mit Telegram. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, über das Telegram-Verschlüsselungsproblem gab es ja so einen riesen Hype in letzter Zeit. Und hier muss ich Telegram ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Aber wir haben gleich am Ende auch noch was ganz, ganz Schlimmes, was Telegram angeht. Und zwar, wir fangen an mit den Verschlüsselungsproblemen. Denn das erste ist im Endeffekt nicht so schlimm gewesen, man konnte Nachrichten vertauschen. Das heißt, ihr habt Nachricht A geschrieben, danach habt ihr Nachricht B geschrieben, jetzt hättet ihr die beiden switchen können. Kann natürlich zu krassen Missverständnissen kommen, wenn man auf die eine Frage so antwortet und auf die andere völlig anders. Aber ist jetzt nicht wirklich tragisch. Also ich meine, sowas kann man ja normalerweise erklären. Was viel schlimmer gewesen wäre, wären Nummer 3 und 4. 2 ist völlig uninteressant, nur theoretisch irgendwie was gewesen. Nummer 3 wäre gewesen, dass man Teile der Klartextnachrichten auf euren Android- oder iOS-Geräten oder sogar auf dem Desktop mitlesen kann. Und das wäre tatsächlich schlimm gewesen. Also überlegt euch mal, wenn ihr 50 Nachrichten schreibt, wenn man davon so Bruchstücke von 1, 2, 3 Nachrichten lesen kann, da kann vertrauliche Information drin sein. Allerdings jetzt nicht so dramatisch, wie wenn ihr eine Klartext-E-Mail oder sowas schreibt. Trotzdem, dieser Angriff hätte mehrere Millionen Nachrichten gebraucht, die an den Server gehen. Und dann hätte man erst ein paar Bruchstücke rausfinden können. Das alles ist ein bisschen uninteressant tatsächlich in der Praxis, weil mehrere Millionen Nachrichten, das dauert einfach sehr, sehr lange. Und die müssen wirklich sehr, sehr sauber gecraftet sein. Und zwar für jede Nachricht separat. Das heißt, in der Praxis wird sowas wahrscheinlich nicht durchgeführt. Auch interessant ist allerdings der letzte Angriff, und zwar Nummer 4, der Man-in-the-Middle-Angriff. Der Man-in-the-Middle-Angriff oder Attacker-in-the-Middle-Angriff erlaubt es sozusagen, sich als Server auszugeben gegenüber den Clients. Das bedeutet, man hätte so tun können, als wäre man der Telegram-Server und gegenüber verschiedener Clients quasi sagen können, ey, schick deine Nachricht an mich. Die Dinger sind ja meistens nicht Ende zu Ende verschlüsselt, außer ihr benutzt den geheimen Chat. Das bedeutet, der Server, also der Angreifer in diesem Fall, weil er so tun kann, als wäre der Server, hätte eigentlich alles mitlesen können. Aber auch hier wieder hätte man mehrere Billionen, englische Billionen, also deutsche Milliarden Nachrichten schicken müssen, um überhaupt sowas machen zu können. Und das ist ein bisschen interessanter. Ich weiß, Milliarden Nachrichten klingt wahnsinnig viel, aber tatsächlich wäre es irgendwie interessant gewesen, weil man dadurch ja mehrere Nachrichten hätte mitlesen können, und zwar komplett im Klartext. Trotzdem, diese Sachen sind jetzt nicht so dramatisch, würde ich sagen, in der Praxis werden euch wahrscheinlich nicht betreffen. Aber was mich gestört hat, war, wie Telegram mit diesen Sicherheitslücken umgegangen ist. Denn die Security Researcher haben das denen natürlich gemeldet, ganz ordnungsgemäß und alles drum und dran. Und haben dann von den Telegram-Entwicklern mitbekommen, dass sie eigentlich keine Security-Updates machen und auch keine Bugfixes, außer wenn direkt ein Patch rausgekommen ist, um dann kurzzeitig aufgetretene oder durch den Patch verursachte Probleme zu beheben. Und das bedeutet, es gibt keine Security-Patches in Telegram in dem Sinne, sondern sie werden einfach mit den regulären Updates mit veröffentlicht. Das heißt, wenn jetzt irgendwas wirklich Dramatisches passiert, also zum Beispiel Telegram-Verschlüsselung komplett gebrochen, dann braucht das trotzdem bis zum regulären nächsten Telegram-Patch, bis da dann irgendwann ein Fix kommt. Und das finde ich ziemlich schwierig. Außerdem haben sie von den Security Researchern, also von den Forschern, verlangt, dass sie keine CVEs erstellen, also quasi nicht das Ganze eintragen als, ey, diese Telegram-Version war angreifbar. Denn sie wollen das nicht, solange da noch irgendwas in Entwicklung ist, und man soll sich damit ein bisschen gedulden. Das wird normalerweise in der Security-Szene nicht wirklich geduldet, und normalerweise wird das trotzdem gemacht, diese CVEs zu erstellen. Trotz allem, also wie gesagt, ich finde die Art, wie Telegram hier umgeht mit den Schwachstellen, schlimmer als die Schwachstellen selber, und deswegen, falls ihr es noch nutzt, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal eine Alternative in Betracht gezogen habt. Eine weitere Schwachstelle gab es bei Linux. Und zwar genauer gesagt bei Systemd. Das heißt, wenn ihr kein Systemd-System habt, seid ihr safe. Und für die Leute, die vielleicht nicht in Linux drin sind, Systemd ist wirklich wichtig. Also Systemd, okay? Also wirklich das Systeminnerste. So, was jetzt hier passieren hätte können,
ein lokaler Angreifer, das heißt jemand, der einfach nur irgendeinen Account hat, muss kein Administrator sein, das ist das Schlimme hierbei, hätte das komplette System einfach abstürzen lassen können, indem er, Achtung wieder technisch, einen sehr, sehr langen Dateipfad mountet als Dateisystem. Das hätte das ganze System crashen können, wenn es halt ein spezieller Dateipfad gewesen wäre. Und das ist natürlich in dem Sinne problematisch, weil man als Angreifer gelegentlich vielleicht in Webseiten eindringt, aber es dann nicht schafft, den Administrator-Account zu bekommen. Das heißt, man hat eigentlich keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Also man kann kaum was tun, außer eben irgendwie mit der Webseite irgendwas oder mit FTP irgendwas. Aber mit dieser Schwachstelle hätte man den kompletten Server abschmieren lassen können. Was natürlich problematisch ist, wenn man bedenkt, dass da Webseiten drauf sind, die vielleicht online sein müssen, weil sie relevante Dienste für irgendwas anderes sind. Das heißt, ja, nicht ganz so geil, also bitte patchen. Weiter geht's mit einer gebündelten Schwachstelle, und zwar einmal Windows 10 und 11 und einmal Linux. Das sind zwei verschiedene Schwachstellen, sie funktionieren anders, aber sie tun dasselbe, deswegen packe ich die hier zusammen. Und zwar, man kann damit von einem normalen Benutzer, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, zu einem privilegierten Administrator-Benutzer kommen. Das heißt, der kann danach alles machen, obwohl er eigentlich gar nichts machen dürfte. Die Schwachstellen funktionieren ein bisschen unterschiedlich. Einmal ganz kurz Windows. Windows hat eine Access Control, also Zugriffskontrolle auf verschiedene wichtige Systemdateien. Sogenannte SAM, ja, Security Accounts Manager. Deswegen heißt die Schwachstelle übrigens auch Serious Sam, was ein bisschen auf das Spiel natürlich hinweisen soll. Und was passiert? Naja, man nutzt diese leicht zu offenen Benutzerrichtlinien aus, um sich mehr Rechte zu ercheaten, und hat danach einfach Systemrechte. Schwierig. Bei Linux ist das Ganze wegen einem kleinen Bug, wenn man size-t zu Integer konvertiert in irgendeinem systeminternen Teil, was im Endeffekt genau dieselbe Auswirkung hat. Also ihr seht, komplett unterschiedliche Funktionalitäten, selbes Ergebnis. Und ja, beides Mal wird man Administrator und kann danach alles mit dem System machen. Das heißt, bitte patchen. Oh wait, Windows hat noch nichts rausgehauen, was man patchen kann. Also in naher Zukunft sollte es einen Patch geben, dann bitte den installieren. Und damit kommen wir zu den Leaks, also immer noch Hacking News. Ich habe das jetzt aber unterteilt, jetzt kommen die Sachen, die geleakt wurden. Davor waren quasi die Sachen, die angreifbar sind. Ein bisschen sparsam diese Woche. Aber natürlich geht nichts ohne das obligatorische Impfzentrum bzw. Corona-Testzentrum. In dem Fall war es das Essener Impfzentrum. Die haben nämlich die Excel-Tabelle, wo alle 13.000 Namen von Impflingen drauf standen, also mit Status, mit Namen, mit Anschrift, mit Telefonnummer, mit Geburtsdaten sogar, haben die einfach aus Versehen an 700 Leute per E-Mail geschickt. Ich muss nichts dazu sagen, oder? Weiter geht's mit den Olympischen Spielen tatsächlich. Und ja, da gab es jetzt auch einen Leak. Denn im Darknet wurden auf einem Marketplace die Ticket-IDs in Kombination mit den Passwörtern gefunden. Und das wiederum kann benutzt werden, um auf die Webseite zu gehen und dort sich quasi einzuloggen und darüber eben den vollen Namen, Adresse, Bankdaten und so weiter rauszufinden. Damit könnte man wieder mal wunderbar Identitätsdiebstahl machen, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Wenn man jetzt allerdings noch weiter zuhört, dann sagen die Leute, sie gehen eigentlich davon aus, dass die Olympischen Spiele noch mehr betroffen werden durch irgendwelche Malware oder sowas. Aber bisher war noch nichts. Letztes Mal, also quasi 2018, wurde der Server übernommen bei der Opening Ceremony scheinbar. Habe ich nicht mal mitgekriegt. Trotzdem, alles in allem, scheinbar ein sehr attraktives Ziel. Ein weiterer Hack betrifft eine Anwaltskanzlei. Und hier wird es jetzt interessant, denn Anwaltskanzleien, das ist ja auch sowas in der Richtung wie ein Zulieferer eigentlich. Und ja, hier bei dieser Anwaltskanzlei, da waren Kunden drin wie Toyota, British Airways, Monsanto, Johnson & Johnson, Pfizer, DOW, Home Depot, Office Max und Toshiba zum Beispiel. Warum das jetzt ein Problem ist? Naja, wenn du bei einer Anwaltskanzlei bist, dann musst du dich dort relativ viel ausweisen, und die haben alles bekommen, inklusive Führerschein und Sozialversicherungsnummern und natürlich vollen Namen, Adresse und so weiter und so fort, teilweise auch Bankdaten, selbstverständlich. Und hier merken wir eigentlich, Anwaltsgeheimnisse sind vielleicht doch nicht unbedingt immer so geheim. Ich vermute tatsächlich, dass Anwälte in nächster Zeit sich auf einiges gefasst machen können, denn sie stellen sehr, sehr interessante Ziele und sehr spannende Ziele auch da, weil man damit gleich sehr, sehr viele Unternehmensdaten bekommen kann, wenn man so eine große Anwaltskanzlei übernehmen kann. Auch sogenannte Content Delivery Networks, von denen hatten wir es hier schon ein paar Mal. Das sind die, die quasi auf der ganzen Welt verteilt ihre Server haben und euch möglichst mit niedrigem Ping mit Daten versorgen, zum Beispiel um große Webseiten irgendwie zu erreichen, eben sowas wie YouTube oder
eben andere große Webseiten. Und hier einer von den Anbietern ist natürlich Akamai. Das sind auch sehr, sehr interessante Ziele, denn Akamai ist auch ausgefallen. In dem Fall war es allerdings kein Hack, sondern mal wieder ein Software-Bug und hatte zur Folge, dass einige Webseiten nicht erreicht werden konnten, darunter auch zum Beispiel Airbnb oder British Airways oder. Also es waren einige Seiten, es waren nicht alle, es waren nur ein paar und es war auch, glaube ich, nicht komplett global, aber trotzdem sind solche CDN-Anbieter natürlich super interessant, weil wenn du einen Anbieter übernimmst, dann hast du gleich die Kontrolle über mehrere tausend und das wäre dann sozusagen ein effektiver Denial-of-Service-Angriff. Solange die quasi down sind, solange sind diese Webseiten von den Anbietern nicht erreichbar. Und mit sowas lassen sich Leute natürlich auch erpressen. Denn eine Stunde Ausfall für British Airways oder sowas ist halt ein Verlustgeschäft von mehreren tausend $, wahrscheinlich sogar höher, deutlich höher sogar. Auch die Feuerwehr Hamburg, die mit ihrer Karriereseite eine Seite hatten, mit der sie quasi Leute angeworben haben, ein bisschen auf den Beruf aufmerksam machen wollten und so weiter, die haben jetzt ihren Instagram-Account verloren. Und zwar an einen Hacker. Das Ganze ist quasi über Nacht passiert, also wortwörtlich über Nacht passiert. Am nächsten Morgen war halt einfach das Profilbild anders. Der Beschreibungssatz war türkisch, hat irgendwie gesagt, ich werde 8-mal steigen, auch wenn ich 7-mal gefallen bin oder sowas. Und nein, ich kann kein Türkisch, ich habe es mir übersetzen lassen. Und es waren alle Beiträge gelöscht. Das Problem an der Sache ist jetzt allerdings nicht unbedingt, dass das passiert ist, beziehungsweise dass da alles gelöscht wurde, sondern dass der Account verifiziert war. Mit über 17 oder knapp 17.000 Followern übrigens. Das bedeutet, jemand hätte, wenn er es richtig gemacht hätte, im Namen der Hamburger Feuerwehr jemanden schreiben können und sich als sie ausgeben können. Und der Instagram-Account, wenn der verifiziert ist, hat er so einen kleinen Haken hinten dran. Das heißt, man hätte nicht erkennen können, dass es nicht die Hamburger Feuerwehr ist, die sich da vielleicht meldet und dann vielleicht Bewerberfotos oder sowas abgreifen können oder vielleicht sogar Bewerberdaten oder sowas. Wie private Logins und so weiter. Ist in diesem Fall wahrscheinlich nicht passiert, aber hätte man das Spielchen noch ein bisschen weiter gespielt und wer nicht so plump gewesen hat, einfach alles gelöscht, dann hätte man hier sehr, sehr viel mehr erreichen können als nur das. Und die Feuerwehr Hamburg hat übrigens gesagt, wir wollen den Account zurückbekommen, aber Stand heute, wo ich das Ganze aufnehme, ist dieser Account immer noch in den Händen des Hackers und immer noch verifiziert von Instagrams Seite aus. Das heißt, man hätte das noch sehr, sehr lange wahrscheinlich weiter durchführen können, weil scheinbar nichts geändert wird daran. Eine weitere sehr einflussreiche Persönlichkeit, die ihren Social-Media-Kanal, in diesem Fall YouTube, verloren hat, war Jim Browning. Manche kennen vielleicht seinen Kanal und er macht so ähnliche Sachen wie ich teilweise, meistens aber wahrscheinlich ein bisschen was anderes, und zwar, er verarscht Scammer, also Leute, die jemanden abziehen, also solche Leute, die zum Beispiel Phishing schreiben. Und er macht das wirklich so lange, bis er quasi deren Ort aufgefunden hat und sie dann wirklich anzeigen kann, teilweise auch. Wahnsinnig faszinierend, aber jetzt wurde sein Kanal komplett gelöscht. Und das war für viele tatsächlich ein kleiner Schock, denn man wusste lange Zeit nicht, was eigentlich passiert ist, bis er sich auf Twitter dazu geäußert hat. Und zwar war das wirklich ein Scam im Endeffekt, der sehr, sehr, sehr gut gemacht war. Also das muss man denen einfach lassen, der war wirklich mega gut gemacht. Und zwar, die haben dir nicht einfach eine E-Mail geschickt, sondern sie haben quasi einen Google Chat geöffnet und dann über diesen Google Chat eine Nachricht an den Kanal geschickt, dass eben zum Beispiel AdSense kaputt ist und dass man darüber dann irgendwas machen muss. Ansonsten wird der Kanal gelöscht. So, und dieses, was man machen muss, dazu musste man denen quasi schreiben. Aber auch nicht via E-Mail oder über eine Phishing-Seite oder sowas, sondern sie haben quasi gesagt, okay, wir nehmen diesen Kanal und transferieren den zu uns und das Ganze wird über Google Chat tatsächlich als Anweisung gegeben. Und bei Google Chat haben sie sich einfach YouTube Support genannt mit einem Google-Logo. Und das ist halt Next Level. Also das ist halt quasi komplett mindblowing, weil man einfach denkt, okay, das ist eine legitime Plattform, es ist ein legitimer Ansprechpartner, es ist alles legitim. Alle Links, auf die Jim Browning jemals geklickt hat, waren echte YouTube-Links. Und der letzte Link, und da ging es dann quasi weiter, war ein, hey, hier Passwort eingeben bitte bei einem Google-Formular. Also quasi ein, wir wollen jetzt deine Videos wiederherstellen, gib uns dein Passwort, dann können wir deine Videos wiederherstellen. Da hat er gemerkt, dass es eigentlich fake ist, aber da waren seine ganzen Videos schon gelöscht. Also das heißt, es war quasi schon alles kaputt und er musste jetzt halt irgendwie damit klarkommen. Und er hat jetzt den echten Google-Support, den echten YouTube-Support kontaktiert. Und es hat ziemlich lange gedauert, aber jetzt hat er seinen Kanal wieder. Wie gesagt, seine Videos unten in der Beschreibung verlinkt. Trotzdem eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Das heißt,
traut bitte auch niemanden, der euch irgendwie einen Chat oder sowas schickt. Auch über WhatsApp. Die Leute können sich auch bei WhatsApp irgendwie Facebook oder Instagram Support nennen oder sowas. Da muss man einfach, ja, davon ausgehen, dass es nicht unbedingt so ist. Also jeder kann seinen Namen frei wählen und das muss nicht irgendwas Besonderes heißen. Da ist eben dieser kleine Haken am Ende, wo ich gerade bei der Feuerwehr Hamburg erwähnt habe, ist ziemlich aussagekräftig. Denn wenn jetzt der YouTube-Support zum Beispiel bei WhatsApp einen Haken hat oder bei Instagram, dann denkt man automatisch, okay, das ist echt und fällt noch eher auf diesen Haken rein, beziehungsweise noch eher auf den Scam rein, weil, ja, wer traut bitte nicht dem Support? Aber in dem Fall zum Glück alles gut ausgegangen. Hier aber die Warnung an euch, auch Chats können bösartig sein und es muss nicht immer eine bösartige Domain sein, okay? So, und damit kommen wir zu Discord. Discord ist auch mittlerweile eine Art Social Media, wenn man so möchte, wo man halt eher direkt miteinander interagieren kann. Und ja, ihr könnt gerne mal bei mir auf dem Discord vorbeigucken. Es ist kein direkter Discord-Link, wundert euch nicht. Es heißt the-morpheus.de/discord oder sowas. Unten in der Beschreibung alles wie immer verlinkt. Also ja, guckt da gerne mal vorbei. Warum es eigentlich hier auftaucht, ist, weil Discord ein Hoster für Malware geworden ist. Über 14.000 Malware-Dateien sind quasi bei Discord zu Hause. Also die greifen nicht eure Discord-Accounts an, die greifen auch nicht die Server an, sondern die liegen einfach bei Discord auf deren Server rum, weil man kann ja einfach Dateien austauschen da auch. Also man kann quasi Dateien hochladen, dann sind die für alle verfügbar. Und genau diese Dateien, die können natürlich auch Malware sein, weil man kann hochladen, was man möchte. Und genau das haben jetzt eben sehr viele Hacker ausgenutzt. Die haben einfach gesagt, okay, wir schmeißen unsere Malware da drauf und wenn wir dann irgendwie auf einem Nutzer-PC sind, dann laden wir quasi von Discord die Malware runter und führen die einfach aus. Denn man möchte ja normalerweise als Virenschutz, als Windows Defender, als was auch immer, möchte man ja normalerweise sagen, okay, diese Domain, also notavirus.de oder sowas, die ist bösartig, die sperren wir, von der kommt nichts auf unser System. Aber Discord kann man nicht sperren. Discord ist ja normalerweise für Nutzer wirklich zur Interaktion geschaffen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Skript oder sowas hochlade oder irgendwas schreibe oder sowas auf Discord und jemand anders schicke, dann muss der das ja runterladen können. Also wird Discord.irgendwas halt auf keinen Fall geblockt. Also muss natürlich auch diese Malware irgendwie dann runtergeladen werden und das System denkt halt, okay, ist von Discord, ist okay. Aber in Wahrheit ist es dann halt doch Malware, die eben dort ausgeführt wird. Das heißt für euch erstmal keine akute Gefahr. Es ist eher ein Problem von Discord, was ich hier mal kurz ansprechen wollte, weil das natürlich auch ein bisschen schwierig ist, wenn man quasi Hoster für Malware ist und für einen Haufen anderen Kram auch noch. Und damit kommen wir zum Hack der Woche und der ist diese Woche über Clubhouse. Und jetzt schaltet nicht weg, nur weil ihr denkt, ich bin nicht bei Clubhouse, denn ihr könnt genauso gut davon betroffen sein. Okay, was ist passiert? Nun, es sind 3,8 Milliarden Telefonnummern geleakt worden und wahrscheinlich auch eure. Auch wenn ihr nicht mal bei Clubhouse seid. Denn Clubhouse macht das Folgende. Es synchronisiert das komplette Telefonbuch mit seinen Servern. Das heißt, alle Telefonnummern werden hochgeladen, sobald ein Nutzer Clubhouse installiert hat. Das heißt, wenn einer eurer Freunde Clubhouse hat und eure Telefonnummer eingespeichert ist bei dem, dann ist die auch auf den Servern von Clubhouse. Und jetzt sagt mir nicht, dass ihr gar keinen Freund habt, der eure Telefonnummer hat, der nicht bei Clubhouse ist. Das ist recht unwahrscheinlich. Ich bin da auf jeden Fall von betroffen, das weiß ich sogar. So, und das ist natürlich datenschutzrechtlich ein Riesenproblem. Ich habe das auch schon mal in den IT-Trends gesagt, hat aber schon lange niemand mehr gejuckt. Aber hey, völlig egal. Jetzt ist aber das passiert, womit alle irgendwann mal gerechnet haben. Und zwar sind diese ganzen Telefonnummern im Darknet aufgetaucht zum Verkauf. Und diese 3,8 Milliarden sind noch recht konservativ geschätzt. Ich vermute, dass dann noch einige später auftauchen werden, die einfach in diesem Darknet-Forum halt nicht dabei waren, sondern vielleicht irgendwo anders kommen. So, und das ist natürlich jetzt ganz doof für Clubhouse, denn eigentlich hätten sie eure Telefonnummern gar nicht haben dürfen, weil ihr habt ja keiner Datenschutzerklärung oder sowas zugestimmt, wenn ihr kein Clubhouse habt. Was machen wir da nun? Nun, vielleicht kann man da demnächst mal wieder eine kleine Sammelklage gegen ein Unternehmen starten und das wäre in diesem Fall wahrscheinlich Clubhouse, die ziemlich teuer sein könnte bei so vielen Telefonnummern, die man eigentlich gar nicht hätte sammeln dürfen. Klärt mal ab, ob ihr vielleicht mit dem Leak in Verbindung gebracht werden könnt und ja, schaut einfach mal bei Have I Been Pawned vorbei. Es kann sein, dass das Ganze noch nicht eingetragen wurde, schaut da vielleicht in ein paar Wochen oder sowas nochmal vorbei und eventuell könnt ihr jetzt mit mehr Smishing rechnen, also SMS-Phishing.
Phishing. Das heißt, bitte nicht auf irgendwelche Links von DHL, Amazon oder irgendwelchen anderen Dienstleistern klicken, von denen ihr nichts erwartet. Am besten auf gar keine Links per SMS klicken. Das ist schon mal der wichtigste Punkt hierbei. Und damit kommen wir zum Fail der Woche. Diese Woche mit 2 Fails tatsächlich. Ich fange mit dem ersten an und der geht hart an Signal. Ja, an Signal Android muss man fairerweise sagen, auf dem Desktop ist nichts passiert, auf iOS ist nichts passiert, aber trotzdem war das sehr, sehr amüsant auf der einen Seite, aber auch, ich bin zum Glück nicht betroffen gewesen, aber auf der anderen Seite hätte das auch echt in die Hose gehen können. Und das meine ich fast wortwörtlich. Stellt euch vor, ihr schickt jemandem eine Nachricht und plötzlich bekommt eure Mutter über Signal ein Nacktfoto von euch geschickt oder von eurer Freundin. Das ist ungünstig, ne? Ja, kann passieren tatsächlich mit einer alten Signal-Version. Die haben jetzt quasi einen Bug gefixt, der 6 Monate alt ist. Das war jetzt 6 Monate lang ein Problem bei Signal und hätte jederzeit auftauchen können, wenn man irgendwas verschickt hat. Und zwar wurden einfach zufällige Bilder an zufällige Kontakte gesendet, weil es irgendwie einen Bug in der Datenbank, in den Datenbank-Eigenschaften oder sowas gab. Und es hätte jedes Bild sein können, es hätte aber auch jeder Empfänger sein können. Und das ist... Da hätten ein paar spicy Sachen passieren können, Leute. Kommen wir zum zweiten Fail der Woche und der geht an den DAV, den Deutschen Apothekerverband. Und zwar, was ist passiert? Nun, momentan muss man mit so einem kleinen gelben Wisch rumrennen, damit man beweisen kann, dass man geimpft ist. Und viele Leute müssen das halt auch digital haben auf dem Handy. Dazu gibt es ja mehrere Apps mittlerweile. Und dieses digitale Impfzertifikat wird ausgestellt von den Testzentren, beziehungsweise den Impfzentren und den Apotheken. Und nun ist es 2 Social Engineers gelungen, in dieses System ein bisschen einzudringen, indem sie einfach professionell gefälschte Zertifikate oder Formulare vorgelegt haben. Und das heißt, da draußen sind 2 Apotheken, die eigentlich gar nicht existieren, die halt jetzt sowas auch ausstellen können. Also die können halt quasi so einen Impfwisch ausstellen, dass man halt vollständig geimpft ist. Tja, hätte man vielleicht vorher drauf kommen können, aber gut, solche Formulare sind halt nicht immer sicher. Ich sag schon lange, Unterschriften sind nicht sicher, okay? Aber ja, was weiß ich schon. Gut, was passiert jetzt? Naja, Apotheken können jetzt halt aktuell keinerlei Impfzertifikate mehr ausstellen. Die werden jetzt so nach und nach, kommt das langsam wieder, müssen es neu beantragen und alles von vorne, weil es halt leider nicht ganz so aufgesplittet wurde, sondern irgendwie relativ gleich verteilt war. Ist schwierig, aber hoffentlich funktioniert es bald wieder. Kommen wir aber zu den Wins der Woche. Und zwar Nummer 1 ist die Gematik, die Organisation sozusagen, die die elektronische Gesundheitskarte ausstellt und für die Telematikinfrastruktur von Gesundheitswesen zuständig ist. Ja? Also schon ziemlich wichtig. Die haben es jetzt geschafft, intern auf einen Unternehmenschat umzustellen und zwar auf Matrix. Komplett. Zu 100%. Das finde ich ziemlich geil, denn Matrix ist Open Source, das ist das erste. Und das zweite ist, es ist selbst gehostet, das heißt, man ist nicht irgendwie auf fremde Server angewiesen, sondern die Gematik kann das quasi bei sich zu Hause installieren und alle können darüber irgendwie chatten. Finde ich eine coole Sache, dass man auf solche Lösungen setzt und nicht mehr irgendwie auf irgendwelche proprietären Sachen. Da könnten sich viele eine Scheibe davon abschneiden. Der zweite Win der Woche, ich habe überlegt, ob ich es in den Fail der Woche machen soll, weil ich so lange gebraucht habe, aber er geht an mich so ein bisschen, so Selbstbeweihräucherung, ne? Ihr kennt das ganze Meme. Und zwar, ja, mein Podcast ist endlich wieder aktiv. Ich habe seit einer langen Zeit mal wieder was aufgenommen und zwar habe ich eine neue Folge hochgeladen, aber es sollen jetzt immer mehr neue Folgen werden und diese neue Folge ist jetzt nicht nur, wie es davor war, bei Spotify, sondern endlich auch bei Apple, bei Google und so weiter und so fort. Wenn euch noch was fehlt, dann schreibt ihr mir das bitte, aber endlich ist es mal soweit, dass ich hier auch wieder ein bisschen Zeit für finde und es freut mich sehr, wenn ihr irgendwie meint, hey, ich bin super wichtig, ich will auch in diesen Podcast rein, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, dann schauen wir das, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Politiker seid oder sowas oder, keine Ahnung, in einem wichtigen Betrieb seid, dann immer gerne herkommen zu mir und ich freue mich wahnsinnig. Ich habe das Ganze auch schon auf Instagram angekündigt, tatsächlich, und dort werde ich auch meine weiteren Folgen ankündigen, falls ihr vielleicht nicht ganz so immer up-to-date seid, was die Podcasts angeht, dann folgt mir auch auf Instagram. Der Aufreger der Woche geht nach China. Das hat mich persönlich tatsächlich ein bisschen geschockt, weil ich natürlich in diesem Bereich auch wahnsinnig tätig bin. Und zwar E-Learning. Das heißt, ich habe ja meinen anderen YouTube-Kanal, ja, der Morpheus Tutorials, falls ihr den nicht kennt, guckt da mal rein. Das sind wirklich sehr technische Sachen, die Studenten, Schülern etc., sogar vielen Berufstätigen helfen, irgendwie in der IT klarzukommen, ja, indem ich immer mal wieder neue Tutorials veröffentliche. Und der komplette Markt in China wurde nun eingestampft. China, also die chinesische Regierung, hat gesagt,
Dieser Markt, also E-Learning generell, darf nicht mehr lukrativ sein. Die ganzen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, müssen ab sofort gemeinnützig sein. Das bedeutet, die dürfen keinerlei Gewinne mehr machen, nachdem sie sich selbst bezahlt haben. Und das ist für ein Unternehmen wirklich sehr, sehr schwer, dann irgendwie Wachstum zu machen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine neue Website schreibe, dann brauche ich dafür Geld. Und das Geld muss ich mir vorher irgendwie ansparen. Und wenn ich das Geld nicht habe, dann habe ich halt ein Problem. Und nur zum Vergleich, der Markt war bis zu diesem Tag, wo sie das angekündigt haben, 100 Milliarden Dollar ungefähr wert. Das ist wirklich, wirklich viel. Und der Markt ist einfach jetzt weg. Der ist jetzt weg. Komplett. Die Leute können sich wahrscheinlich zum Großteil einen neuen Job suchen. Und ich hoffe, dass das uns hier niemals passieren wird. Denn ansonsten bin ich auch weg vom Fenster. Ja, also starten schwierig in so einem Fall. Bei den KI-News habe ich etwas sehr Spannendes für euch. Und zwar, es ist ja mittlerweile bekannt, dass ein Großteil der Unternehmen schon irgendwie mal gehackt wurde. Und jetzt geht man ein bisschen in eine andere Richtung. Was wäre denn, also nehmen wir an, wir werden erpresst, ja, wir kriegen eine Ransomware und einen Trojaner auf unser System und wir merken das natürlich und werden erpresst. Erstmal, dass unsere Daten wiederhergestellt werden, Backups interessiert uns nicht, das heißt, die Backups werden einfach wieder aufgespielt, der Trojaner ist unten, aber trotzdem sind unsere Patente vielleicht abhanden gekommen. Und irgendjemand erpresst uns jetzt damit, dass unsere Patente veröffentlicht werden könnten. Und jetzt haben sich einige Forscher gedacht, Mensch, was wäre denn, wenn wir eine KI haben, die uns einfach massenweise Patente, gefälschte, nicht echte, einfach zufällige Patente erstellt? Und ein Angreifer müsste sich erstmal durch Milliarden von Patenten durchwühlen, um eventuell ein echtes Patent zu finden. Aber er kann es nicht unterscheiden von den anderen Milliarden gefälschten Patenten. Überlegt euch mal, wie geil dieser Ansatz eigentlich ist. Scheißegal, wer der Angreifer ist. Er kriegt unsere ganzen Patente. Hier, bitteschön. Aber könnte halt sein, dass die nicht echt sind. Und ich finde diesen Ansatz wahnsinnig faszinierend, denn damit kann man nicht nur irgendwie sich davor schützen, sondern wenn jemand auf dem System ist, dann hat er nicht mal was davon. Denn die Backups, die man einspielt, ja, die setzen unsere Daten quasi wieder zurück. Aber die Patente, die gefälscht sind, verhindern, dass wir uns damit erpressen lassen. Ich finde den Ansatz wirklich, wirklich gut. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Und damit kommen wir zu unseren Kryptowährungs-Hardware-News. Ich konnte mich nicht entscheiden, tut mir leid, es ist irgendwie beides. Also, was ist passiert? Nun, es ist ja so, dass Kryptowährungen, jedenfalls manche davon, gemeint werden müssen. Das heißt, eine Recheneinheit muss sehr, sehr intensive Prozesse berechnen. Zum Beispiel auch eine Grafikkarte. Die ist halt deutlich schneller als eine CPU. Und für manche Kryptowährungen gibt es keine ASIC-Miner. Ethereum zum Beispiel. Das heißt, sehr, sehr viele Miner sind jetzt hergegangen und haben quasi alle Grafikkarten, die sie irgendwie bekommen konnten, von den neuen Nvidia-Reihen, also den 30, 60, 70, 80, 90 plus TI jeweils, haben sie sich halt alles geholt, was irgendwie ging, weil die Grafikkarten super fürs Mining sind. Also war natürlich insgesamt für jeden anderen quasi keine Grafikkarte verfügbar, außer zu horrenden Preisen. Und dementsprechend hat Nvidia irgendwann gesagt, okay, wir erlauben jetzt kein Mining mehr mit unseren Grafikkarten. Die haben die Treiber einfach komplett blockiert, dass es Grafikminer gibt, also Grafikkartenminer gibt. Und das war seit Herbst, glaube ich, ungefähr so. Und jetzt ist es dem ersten Mining-Programm, nämlich MiniZ, ist es gelungen, diese Mining-Sperre zu umgehen. Das bedeutet, man kann jetzt wieder mit den eigentlich gesperrten Grafikkarten wieder minen. Das bedeutet, wahrscheinlich werden jetzt die Miner wieder auf den Zug aufspringen und sich mehr Nvidia-Karten kaufen und ihr werdet wahrscheinlich wieder weniger bekommen. Falls ihr Miner seid, ist das was Gutes für euch. Für alle anderen ist es wahrscheinlich eher schlecht, würde ich behaupten. Und damit herzlich willkommen bei den Politik-News. Und wir starten natürlich direkt mit dem Titelthema. Artikel 17. Früher hieß das Ganze mal Artikel 13, wurde umbenannt. Und ja, jetzt haben wir Uploadfilter. Und zwar seit dem 1. August. Und ja, das kommt für viele wahrscheinlich überraschend. Eigentlich hätte das Ganze schon vorher stattfinden sollen, denn beschlossen wurde es schon eine Weile her und die Länder hatten jetzt Zeit zum Umsetzen, aber irgendwie hat sich Deutschland mal wieder nicht drum gekümmert und deswegen haben wir jetzt unseren Salat. Ja, wir haben Uploadfilter, wir haben aber nichts für die Wirtschaft getan. So, jetzt, was genau ist eigentlich der Hintergrund? Also, wenn wir jetzt, also wir Creator, irgendwo irgendwas hochladen, dann muss das ganze Zeug gefiltert werden, damit wir keine Urheberrechtsverletzung begehen.
Ansonsten können nicht wir Creator verklagt werden, sondern dann kann die Plattform verklagt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Spielfilm hochlade, werde nicht ich verklagt, sondern dann wird YouTube verklagt. Und deswegen müssen die das Ganze im Vorfeld schon rausfiltern. So, jetzt wird es allerdings interessant. Wie wird das Ganze rausgefiltert? Nun, das wird erstmal mit einer KI gemacht. Ja? Das heißt, wir haben eine künstliche Intelligenz, die quasi den kompletten Content durchgeht und dann sagen soll, ist das jetzt eine Urheberrechtsverletzung oder nicht. Dazu brauchen wir erstmal eine Datenbank an Material, was vielleicht Urheberrechtsverletzung sein könnte. Und diese Datenbank, die wächst und wächst und wächst, ja. Wenn ich jetzt irgendwo was livestreame, zum Beispiel einfach bei Twitch zum Beispiel, und ich lade das danach auf YouTube hoch oder jemand anders klaut sich das und lädt das bei sich auf YouTube hoch, dann ist das eigentlich Urheberrechtsverletzung, denn ich habe die Rechte an diesem Material, aber das Ganze war halt nur kurz mal bei Twitch, also kann YouTube eigentlich nicht wirklich wissen, dass das jetzt meine Rechte sind, die da verletzt werden, aber trotzdem könnte ich jetzt hergehen und YouTube verklagen. So, das ist die eine Sache, das heißt, Uploadfilter sind halt nicht wirklich perfekt. Man muss aber als Unternehmen nur das Bestmögliche tun, um das Ganze soweit in Ordnung zu bringen. Das heißt, man kann nicht einfach so wegen allem belangt werden. Es ist auch so ein bisschen Schutz für die Unternehmen dabei. Trotzdem sind Uploadfilter fehleranfällig und zwar hart fehleranfällig. Ich meine, wenn ich jetzt eine Plattform eröffne, woher kriege ich die ganzen Daten, um so einen Uploadfilter zu bauen? Weiß man auch wieder nicht. Aber deswegen ist es natürlich gerade für kleine Unternehmen ein riesiger Punkt, der sehr problematisch werden kann. Und die Regierung hat jetzt hier tatsächlich mal aufgezählt, es sollen nur 7 Unternehmen davon betroffen sein. 7 Unternehmen und deswegen dieser ganze Aufriss. Schauen wir uns das genauer an. Und zwar die Hürde für ein Unternehmen da reinzukommen ist mehr als 5 Millionen einzelne Nutzer zu haben und mehr als 1 Million Euro Jahresumsatz. Das ist der Umsatz wohlgemerkt, nicht der Gewinn. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Mitarbeiter für 100.000 Euro im Jahr anstelle, dann muss ich dem 100.000 Euro geben. Das interessiert meinen Umsatz gar nicht. Das heißt, wenn ich 10 Mitarbeiter habe, jeder kriegt 100.000 im Jahr, brauche ich 1 Million, damit ich die überhaupt finanzieren kann und als Plattform existieren kann. Ja? Das heißt, so eine Plattform braucht mehr als 1 Million Euro Umsatz normalerweise. Trotzdem, es sollen nur 7 Plattformen irgendwie betroffen sein. Und lasst uns da mal kurz durchgehen, bitte. Ja? Wir haben YouTube. YouTube wird namentlich erwähnt, die anderen 6 werden nicht namentlich erwähnt, was ich ein bisschen weird finde, aber okay. Wegen Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn brauchen wir uns gar nicht weiter zu streiten. Die sind auf jeden Fall dabei. Das sind die größten Social-Media-Netzwerke, würde ich behaupten. Und die sind auf jeden Fall von den Upload-Filtern betroffen. Bleiben noch 2 übrig. So, mir fällt spontan natürlich Twitch ein, weil ich da selber auch bin. Mir würde einfallen aber auch Spotify, weil da kann jeder seinen Podcast hochladen. Auch ein Podcast kann geklaut sein. Mir würde einfallen Reddit, mir würde einfallen TikTok, Discord, Steam. Da kann ich auch meine Profilseite ändern oder Sony. Und dann kommt man recht schnell an den Punkt, wo man sich denkt, wie kommen die auf 7 Plattformen? Also ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Wenn ihr mir da irgendeine Erklärung habt oder wenn ihr irgendwie in diesem Zusammenhang was wisst, was ich nicht weiß, dann schreibt mir das bitte unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren oder schreibt mir von mir aus auch gerne eine E-Mail. Ich bin immer bereit für irgendwie Interviews mit Leuten, die sich da auskennen, okay? Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber meiner Meinung nach sind das deutlich mehr als nur 7 Seiten und ich kann mir nicht vorstellen, wie sich manche Seiten davon das irgendwie zurechtlegen wollen, dass sie da jetzt plötzlich Uploadfilter haben. Ist ganz, ganz schwierig, das Ganze. Und das letzte Problem, was wir mit Upload-Filtern haben, ist vor allem, und das betrifft auch euch als erstes Mal, ist die Meinungsfreiheit. Wenn ich etwas hochlade auf Social Media, zum Beispiel Twitter, ja, und ich möchte zum Beispiel etwas posten, dann kann das halt einfach blockiert werden. Das ist natürlich gerade für Memes ein bisschen ärgerlich, denn ich möchte ja normalerweise eigentlich Memes teilen können. Das ist ja gerade der Sinn von Social Media, dass man Sachen teilen kann, die man vielleicht nicht alle selbst erstellt hat. Und da kopiert man sich halt einfach mal Reddit-Meme und packt das da rein und gibt von mir aus auch die Quelle an, wie ich das immer bei mir auf Twitter mache.
Das müsste jetzt eigentlich auch von Twitter blockiert werden, denn die Grenzen sind immer noch relativ hart. Ihr habt nur ein paar 100 Kilobyte, ich glaube 125 Kilobyte oder sowas pro Bild. Fragt mich bitte nicht, wie das berechnet wird, weil wenn ich ein Bild als PNG speichere, ist es 8-mal so groß, als wenn ich es als hart komprimiertes JPEG-Bild speichere. Das heißt, die Bilder werden einfach nur hässlicher, I guess. Bei Text haben wir nur einige 100 Zeichen, also nicht mal ein vollständiger Tweet, der zitiert werden kann. Und dann gibt es natürlich auch für Bilder oder Videos oder Musik, 15 Sekunden habt ihr bei Videos und Musik und ja, das dürft ihr dann nicht mal mehr teilen und das ist natürlich auch für euch sehr, sehr relevant. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wieso sollte ich das nicht teilen dürfen? Also es gibt sowas wie Zitatrecht, das heißt, ich muss Sachen zitieren dürfen, ich muss eine Parodie machen dürfen und ich sollte eigentlich auch weiterhin Bilder teilen können. Das Problem an der Sache ist jetzt, dieses Zitatrecht kann von der KI quasi nicht erkannt werden, weil woher will die wissen, was ihr genau in eurem Satz da gerade sagt? So gut sind KIs einfach noch nicht. Also hat die EU jetzt gesagt, es muss auch eine Lösung geben, um das weiterhin veröffentlichen zu können. Und YouTube hat da so ein Red-Button-Prinzip gemacht. Das heißt, auf der einen Seite gibt es quasi Stoppregelungen, wo gesagt wird, nein, das wird nicht mehr weiter durchgelassen, das verletzt Urheberrecht. Auf der anderen Seite habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe die Rechte an dem Ding, ich will das jetzt freigeben, das ist Zitatrecht. Und dann wird es ein bisschen knifflig. Nehmen wir an, ich lade einen Spielfilm hoch, YouTube blockiert den zu Recht und ich sag, aber YouTube, das ist Parodie, ich will das veröffentlichen. Ja, was passiert dann? Dann muss YouTube das Ding veröffentlichen, kann aber trotzdem verklagt werden deswegen. Ich bin mir nicht ganz sicher und das Problem ist, es gibt halt noch keine Gerichtsverfahren, noch gar nichts dahingehend. Wir wissen einfach nicht, was hier jetzt passieren wird. Wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte wollen etwas dagegen tun. Denn in dem Gesetz steht auch drin, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen und es gibt ein Verbandsklagerecht für Verbände, die die Interessen von Nutzerinnen und Nutzern vertreten, wie zum Beispiel wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir können, wenn wiederholt legale Inhalte gesperrt werden, dagegen klagen. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Unter uploadfilter@freiheitsrechte.org könnt ihr euch jetzt bei uns melden, wenn ihr von falschen Sperrungen auf den Plattformen betroffen seid oder wenn ihr über solche Fälle stolpert, wo etwas gesperrt wurde, was eigentlich völlig legal ist. Also meldet euch bei uns und gemeinsam können wir was gegen die Uploadfilter unternehmen. Und weiter geht's mit einem Gesetz, was ich ebenfalls sehr schwierig finde, und zwar die Fingerabdruckpflicht in Personalausweisen. Die ist jetzt seit diesem Monat ebenfalls Pflicht geworden. Das heißt, wenn ihr einen neuen Perso beantragt, dann müsst ihr eure Fingerabdrücke da lassen. Für alte Persos gilt das nicht. Das heißt, wenn ihr noch einen alten habt, dann müsst ihr das aktuell nicht machen, aber eben wenn ihr den neuen beantragt. Das Ganze ist allerdings so problematisch, dass hier auch schon tatsächlich ein Gutachten existiert, was das für verfassungswidrig hält. Und ich hoffe, dass das relativ schnell wieder gekippt wird, weil es könnte ja auch einfach sein, dass jemand, und das werden viele tun, ihren Fingerabdruck fürs Handy verwenden. Und wenn dann jemand bei der Polizei zum Beispiel auf eure Fingerabdrücke zugreifen kann, kann man auch einfach zum Beispiel das Handy von der Frau oder von dem Sohn oder von irgendeinem Verwandten oder Kollegen oder sowas einfach entsperren. Und ja, ich sage nicht unbedingt, dass die Polizei korrupt ist oder sowas. Ich sage nur, die Polizei kann auch gehackt werden und so eine Datenbank kann auch öffentlich werden. Das heißt, stellt euch vor, wenn ein Hacker euren Fingerabdruck bekommt und ja, dann kann er einfach euer Handy entsperren. Ist jetzt nicht so geil, weil manche Apps auch einfach mit einem Fingerabdruck gesichert sind. Also zum Beispiel sowas wie PayPal zum Beispiel kannst du mit einem Fingerabdruck absichern, dass man eben damit nur Zahlungen überweisen kann. Alles in allem ein schwieriges Gesetz mal wieder und ja, ich hoffe, dass das dann durch eine Klage vielleicht zurückgenommen wird, bevor die ganzen Menschen ihren Ausweis neu beantragt haben. Aber es fängt eben jetzt schon an, wenn man einen neuen Ausweis beantragt, dann ist der Fingerabdruck in dieser Datenbank und der wird da auch bleiben, auch wenn das Gesetz aufgehoben wird. Und damit neigen wir uns dem Ende zu. Die Lacher finde ich ziemlich amüsant, muss ich sagen. Und zwar auf einer Webseite, auf einer normalen Webseite, legitimen Webseite, wurden einfach so Pornos eingeblendet. Und zwar richtig harte scheinbar. Warum? Nun, das lag daran, dass die Webseite ihre Videos bei Vidme gehostet hatte. Das war ein Anbieter, ähnlich wie Vimeo oder YouTube, wo man einfach seine Videos hochladen kann und dann kann man sie bei sich in der Webseite einbinden. Das Problem war jetzt allerdings, die Website ist ausgelaufen. Also wenn man eine Website nicht erneuert und wieder neu kauft, dann haben andere die Möglichkeit, die Domain zu kaufen. Und wenn jetzt jemand anders diese Domain kauft, dann kann der da drauf hosten, was er möchte. Und der hat jetzt einfach gesagt, okay, ich lade da halt Porno-Videos hoch,
die dann einfach statt den originalen Vidme-Videos angezeigt werden. Und somit wurden natürlich diese Pornos auf Webseiten angezeigt, die diese Vidmes eigentlich angezeigt werden sollten. Das ist erstmal witzig natürlich, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen beängstigend. Denn viele Webseiten nutzen Videos, nutzen vor allem JavaScript bei irgendwelchen anderen Plattformen. Die binden das einfach von den Plattformen bei sich ein und dann wird das halt einfach ausgeführt. Das wird quasi nachgeladen, das wird über ein CDN geladen oder. Und das ist auch völlig normal, aber kann natürlich dazu führen, wenn die Domain ausläuft und derjenige vergisst es, die zu verlängern, dass jemand anders sich die Domain nimmt und bösartiges JavaScript dort hostet, was dann auf jeder Webseite ausgeführt wird, die ursprünglich mal das normale, gutartige JavaScript ausgeführt hat. Das könnte ein ziemlich gefährlicher Hack noch werden. Ich bin gespannt, ob wir sowas mal erleben. Ich hoffe es allerdings nicht. Und damit kommen wir zum Bericht der Woche. Es geht um einen Security Researcher aus Hamburg, der ein Jahr lang versucht hat, sein Gesicht von Clearview AI wieder rauszubekommen. Clearview AI ist ein Anbieter für Überwachungskameras. Das bedeutet, die sammeln erstmal von der ganzen Welt, vom ganzen Internet sozusagen, Bilder von Personen, die sie irgendwie identifizieren können und ordnen die quasi in Personen zu und trainieren daraufhin eine KI. Und wenn ihr jetzt draußen rumlauft und ihr überfallt zum Beispiel eine Bank oder sowas, dann kann man über diese Clearview AI direkt sagen, ah, das ist der also gewesen. Und dazu werden eben öffentliche Daten hauptsächlich verwendet, also zum Beispiel mein Gesicht hier auf YouTube, 100%ig, irgendwelche Bilder auf Instagram, auf Facebook und so weiter und so fort werden verwendet. Und das ist natürlich alles so ein bisschen, sagen wir, schwierig, denn datenschutzrechtlich darf man das eigentlich nicht. Aber es wird eben trotzdem verwendet. Und deswegen gibt es eben die Kampagne Reclaim Your Face. Und der Matthias Marx heißt er, hat jetzt übrigens versucht, ein Jahr lang eben sein Gesicht sozusagen von Clearview AI zu entfernen, was super, super schwer ist und was ihn tatsächlich auch zu ein paar Punkten gebracht hat, wo er denkt so, wie? Und deswegen habe ich euch den Artikel natürlich wie immer unten verlinkt. Und ja, kann man definitiv empfehlen. Generell könnt ihr gerne mal bei Reclaim Your Face vorbeigucken, weil wahrscheinlich ist euer Gesicht auch betroffen. Und ich finde das generell eine schwierige Sache, dass man halt irgendwelche Daten so benutzt, ohne dass ich irgendwann mal mein Einverständnis gegeben habe. Aber ja, es sind halt öffentliche Daten, ne? Und damit war es das auch schon wieder mit den IT-Trends. Danke, dass ihr so lange dabei wart und ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Woche. Bis dann. Ciao.